Hallo, wir sind die Familie Stobbe. Ich bin Tatjana. Ich bin Hendrik. Ich bin Louis. Und ich bin der Lennart. Und das hier ist unsere Josie. Und wir zeigen euch heute mal unser Zuhause, wo wir alle unsere Träume verwirklicht haben. Kommt einfach mal mit. Was mich fasziniert hat von Anfang an, ist wirklich, dass wir keine Kompromisse machen mussten. Wir haben alle Vorstellungen, die wir immer von einem Traumhaus hatten, hier gefunden und konnten die dann auch so umsetzen. Es steckt immer noch viel Arbeit drin, aber es ist jeden Schweißtropfen wert. Und mein Traumbereich in unserem Haus ist eigentlich unsere Küche. Und vielleicht zeige ich es euch einfach mal. Kommt doch einfach mal mit. Die Küche ist mein Lieblingsraum, weil ich erstens halt auch unheimlich gern koche. Und ich finde, wir haben das auch zu einem Wohn-Essbereich gemacht, wo sich alle gern aufhalten. Ich konnte halt auch viele Sachen, was das Kochen betrifft, halt gut umsetzen, wie jetzt zum Beispiel halt mit der Insel, die dann mitten reinpasst, wo man dann wunderbar schaffen kann. Oder halt auch, dass ich mir meinen Traum halt auch mal auf Gas zu kochen noch verwirklichen konnte, weil wir halt einfach auch genug Platz haben, um alles unterzubringen. Für mich das Besondere in der Küche ist der Fußboden. Das sind handgeformte Terrakotta-Fliesen, die einen unheimlichen Vorteil haben. Im Winter, wenn sie einmal warm sind, durch die Fußbodenheizung, die wir auch installiert haben, halten sie unheimlich lange die Wärme. Also sprich, wir sparen da viel Energie. Wo wir hier das erste Mal durchs Haus sind, da war das noch voll möbliert von den Vorgängern. Es war alles im 70er-Jahres-Stil, also sprich mit Styropor-Kassettendecke und allem drum und dran. Hier die Ecke, in der wir jetzt stehen, das war quasi die Hauptküche, also sprich die ging hier von dem Mauerrest, den man noch sieht, bis hier an die Wand. Wir haben also Backsteine rausgemacht und dann hat er der Wand quasi einen Stoß gegeben. Dann ist diese ganze Wand umgefallen und dann standen wir im Staub. Ich habe hier komplett den Putz abgeklopft von den Wänden, die Backsteine freigelegt, sauber gemacht und dann versiegelt. Da bin ich auch echt stolz auf sie, weil sie ist wirklich auch eine Frau, die sich viel traut. Sie ist sich für nichts zu schade, also sprich alles, was man machen kann, probiert sie dann auch und das ist echt toll. In der Zeit, wo wir hier voll saniert haben, war es halt auch wirklich so, morgens auf Arbeit, nach der Arbeit gleich hierher, dann noch bis nachts um 10, um 11 weiter saniert. Also da ist alles andere wirklich zu kurz gekommen. Und am Wochenende, wir haben halt gar nichts mehr unternehmen können, weil wir halt jedes Wochenende wirklich hier gearbeitet haben. Ja, dann gucken wir uns noch mehr an, zeigen wir euch mal noch den Rest. Jetzt sind wir hier in unserem Eingangsbereich. Hier wollte ich, dass dieses Feeling von 1928, dass man, wenn man hier reinkommt, direkt das Gefühl hat, man ist in so einem alten Stadthaus. Auch die blaue Farbe ist original, also das ist eine Farbe aus dieser Zeit, aus den 20er Jahren. Deshalb ist die Eingangstür blau, auch hier dieses Muster in der Tür, die wurde extra angefertigt, die Tür. Und das ist ein Foto von dem Erbauer des Hauses. Der hatte 4 Töchter und jede Tochter hat hier im Umkreis ein Haus bekommen. Und eins der Häuser ist unser Haus. Deshalb hängt das Bild auch hier, weil ich gedacht habe, dass der Geist dieser Menschen hier wieder einkehrt. Dann haben wir hier so eine alte Stalltür. Das war mal das Gästeklo. Und wir haben eine Garderobe draus gemacht, wo man alles verschwinden lassen kann. So, jetzt zeige ich euch mal noch einen meiner Lieblingsräume. Kommt mal mit. Hier ist die Bibliothek, sage ich immer, mit meinen ganzen Büchern. Hier haben wir noch mal ein weiteres Foto. Das ist wieder der Erbauer mit seiner Frau. Und das Bild hängt aus dem Grund da, weil diese Ecke, die sitzen genau hier. Hier ist die Schiebetür, hier und das ist genau die Ecke und deshalb hängt das Bild da. Das war immer ein Familienbesitz und der Enkel hat es uns quasi verkauft. Das hier waren ja die Herrschaftszimmer, also die
Vorzeigezimmer. Wir wollten gemütliche Räume draus machen. Und ich fühle mich hier eigentlich so wohl, weil ich hier halt so ein paar alte Sachen habe, wie eine alte Schreibmaschine. Und diese Bücher, die habe ich vom Besitzer geschenkt bekommen, die waren alle auf dem Speicher. Also das sind noch ganz alte Bücher aus 20er, 30er Jahren, ein Lesebuch, weil ich ja selber Lehrerin bin. Dann habe ich hier meine Schallplatten. Also ich bin ein großer Elvis-Fan. On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. Wir haben an Weihnachten auch den Weihnachtsbaum hier stehen. Und dann ist auch dieses, ich mache die Schiebetür auf und dann kommt so das Weihnachtsflair. Das war auch so ein Traum. Jetzt gehen wir mal hoch. Hier seht ihr unsere Treppe, die wir in mühevoller Arbeit wieder quasi hergerichtet haben. Hier waren mehrere Farbschichten drauf und hier waren so Teppichfliesen auf den Stufen und ich wollte unbedingt die alten Holzstufen wieder freilegen und habe dann alles abgeschliffen, uns geölt. Die Wände, die habe ich verputzt und das ist so eine Betonoptik in diesem Industrial Look. Die Treppenstufen haben auch einen Spruch unten drauf. Hier steht jetzt zu Hause ist da, wo dein Herz sich wohlfühlt und ich glaube, das ist so einfach auch was das Haus auch ausmacht, weil wir uns wohlfühlen wollen und auch gerne zu Hause sind. Jetzt gehen wir mal ins Harry Potter Reich von unserem jüngsten Sohn. Ja. Hier sind wir jetzt im Kinderzimmer vom Lennox. Auf Anfang wollte ich ein Fußballzimmer. Der hat doch gesagt, dass das mit den Wänden, dass die Farbe vom Fußball halt grün nicht so gut zum Zimmer passen würde. Und dann habe ich gesagt, ja okay, dann machen wir ein Harry Potter Zimmer. Es hat halt gepasst, so die Bücher und ja, Lego hatte ja der Lennox dann auch und dann haben wir halt noch ein bisschen Deko. Es war jetzt nicht so, dass man Lennox dazu überreden mussten. Also er fand es dann schon auch cool. Seit ich auch kleiner bin, sammle ich schon sehr lang Star Wars. Ich baue auch sehr viel und gerne. Viele meiner Freunde bewundern das auch. Sie finden das auch cool. Also viele sagen auch, sie hätten gerne so ein Zimmer. Und da bin ich schon stolz auch immer drauf. So, jetzt gehen wir durch unser Ankleidezimmer ins Bad. Kommt mal mit. Hier im Bad haben uns auch so ein paar außergewöhnliche Sachen ermöglicht. Wir haben zum Beispiel hier eine alte Werkbank genommen und haben die uns zum Waschtisch umfunktioniert. Es war die Frage, welche Waschbecken nehmen wir. Es war klar, es muss so eine Schüssel sein, aber so eine Porzellanschüssel hätte uns dann auch nicht so gut gefallen. Das sind Flusssteine, die dann als Waschbecken quasi aufgearbeitet werden. Das ist Altholz, das ist zwischen 60 und 200 Jahre alt. Gibt es so zu kaufen, sind allerdings einzelne Streifen und muss dann halt quasi auch dann, so wie man es jetzt sieht, dann arrangiert werden, so dass es einem halt gefällt. Das ist wie ein Puzzlespiel. Ich habe mich mal hier an diesem Teil probiert. Danach hatte ich dann auch die Nase voll, weil also man muss dann gucken, welches Teil passt zusammen, dass man dann hier die gleiche Höhe bekommt. Da war ich dann raus. Also da hast du ja wirklich Geduld bewiesen. Sehr abenteuerlich war die Story zu der Badewanne. Wir haben die gesehen und haben sie als Ausstellungsstück gekauft.
Und dann war halt die Frage, wie kommt die Badewanne zu uns? Beziehungsweise wie kommt sie hier in dieses Bad? Und die Badewanne wiegt 140 Kilo. Und es war klar, es geht nicht übers Treppenhaus. Also haben wir vom Nachbarn mit dem Stapler die Badewanne hochgefahren. Und ich hatte bis zum Schluss Angst, dass diese Badewanne abstürzt. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsraum, unser Schlafzimmer. Warum das mein absoluter Lieblingsraum ist, erzähle ich euch gleich. Ich liebe das Schlafzimmer aus ganz vielen Gründen. Ein Grund ist natürlich das Helle und diese tolle Aussicht in den Garten und diese große Fensterfront hier. Die liebe ich. Also hier habe ich wirklich, wenn die Sonne scheint, dann ist hier Sonne. Dann habe ich meinen Arbeitsbereich hier zum Korrigieren und mein Hobby ist Nähen. Ich habe hier auch meine Nähmaschinen. Es ist dann quasi mein Wohlfühlraum, in dem ich wirklich die Zeit vergessen kann, entspannen kann, in vielerlei Hinsicht. Zu einem Traumhaus gehört natürlich auch ein Traumgarten und den zeigen wir euch jetzt mal. Der Garten ist für uns ganz wichtig. Und den Pool haben wir uns jetzt hier verwirklicht, indem wir ihn selber gebaut haben. Und unser Gartenhäuschen dann passend dazu. Das ist unser Eingang in unseren Obstgarten. Es ist quasi wie ein Outdoor-Wohnzimmer. Kommt mal mit. Und hier haben wir alles gepflanzt. Pflaumenbaum, Kirschbaum, alles noch klein. Erdbeeren, ein Grundstück in der Größe. Wenn die Lage jetzt ohne Bahngleise gewesen wäre, wäre das viel teurer gewesen. Aber uns stört es auch gar nicht. Ich sehe es eher positiv. Also unsere Jungs, wenn die im Pool sind und da auch noch Freunde da sind, dann ist es hier richtig laut. Und ich denke, wenn wir jetzt eine ruhige Gegend hätten, dann wäre es eher schwierig hier mit der Ruhe. Und so stört es halt keinen, weil die Bahn fährt eh. Es ist definitiv so, dass wir hier in den letzten über 2 Jahren viel Arbeit reingesteckt haben und viel Zeit investiert haben. Und es ist definitiv so, dass es aber komplett alles wert war. Ja, wir sind einfach glücklich. Richtig, ja. Also wir haben uns das alles so irgendwie verwirklicht, wie wir es uns vorgestellt hatten. Und das ist viel wert. Das war die Tour durch unser Haus der erfüllten Träume. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, Dann schaut hier. Oder abonniert den Kanal.